Hallo Leute, da bin ich wieder, heute mal mit etwas ganz Besonderem, und zwar aus meiner Heimatstadt, aus Gaziantep. So ein Köfte, und zwar Ufak-Köfte in Joghurtsoße. Wenn ihr das sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann schaut bis zum Ende, dann könnt ihr das auch nachkochen. Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE-Kanal. Heute wird wieder gekocht, aber was kochen wir denn heute? Wir kochen heute etwas Leckeres, diesmal aus meiner Heimatstadt, aus Gaziantep, und zwar Ufak-Köfte. Das heißt wie kleine Köfte. Letztes Mal hatten wir ja Sulu-Köfte gemacht. Wir behalten jetzt mal mit der Köfte-Art weiter, aber heute ist Ufak-Köfte mit Joghurtsoße. Und was wir da alles brauchen und wie das alles gemacht wird, seht ihr nach dem Intro, wenn ihr dran bleibt. Also dranbleiben. Bis gleich. Ich habe mal unsere klassische Ansicht mal hier alles, was wir so brauchen, was mir gerade so eingefallen ist, hier schon aufgereiht. Wie ihr sehen könnt, ist Fleisch im Spiel. Ich habe wieder vom Schaf, vom Lamm genommen, Gulasch. Dann haben wir natürlich Joghurt, darf nicht fehlen. Dann haben wir Pfefferminz, spielt eine ganz wichtige Rolle. Dann haben wir Öl, dann Pfeffer. Hinten ist noch Salça, Tomaten und Paprikamark Mix. Das hier nennt sich bei uns ja auf Deutsch Grieß und auf Türkisch Irmik. Das ist, damit die Köfte nachher fest bleibt. Und für Köfte selber brauchen wir Weizengrütze, am besten das ganz feine für Köfte. 2 Zwiebeln und dahinter hat sich noch Kichererbsen versteckt, auch ganz wichtig. Und Salz. Das ist eigentlich fast alles. Und natürlich heißes Wasser. So, auf geht's. Es geht los. Wir machen erstmal, gucken uns das Fleisch mal an. Manche, wenn ihr das vom Metzger kauft, die machen das einfach schnell. Guck mal, der eine ist groß, guck mal, so ein großes Stück, der andere ist klein. Um die ein bisschen feiner zu machen, wenn der zum Beispiel zu groß ist, der ist zum Beispiel zu groß, einfach mal hier so kleinern. Der ist zum Beispiel gut, den kann man lassen. Ne? Einfach mal hier ein bisschen so aussortieren, dann ist es viel besser. Beim Metzger, wie gesagt, die machen einfach schnell. Ich kontrolliere das dann immer und mache es dann mundgerecht. Hier so fertig. Ich hatte euch vorhin 2 Zwiebeln gesagt. Es gibt von dieser Variante, dieses Essen mit Köfte, 2 Varianten. Eine ist mit, was wir jetzt machen, mit Joghurt. Und das andere ist ein bisschen säuerlich, Eschki-Köfte heißt das. Und der wird dann nur mit Salça gemacht. Und da kann man ruhig in dem Fleisch Zwiebeln mit anbraten. Deswegen hatte ich das gedacht, habe ich jetzt weggelassen. Und wir brauchen also nur eine Zwiebel, aber das erzähle ich dann gleich nochmal im Video. So, nachdem wir das hier alles hier so fertig haben, können wir auch schon direkt anfangen. Der ist auch gut. Wichtig ist, wenn ihr jetzt Rindfleisch nimmt, Rindfleisch dauert sehr lange, bis es fertig ist. Das wird jetzt ja gekocht gleich, ein bisschen angebraten und dann wird es gekocht. Aber Lammfleisch oder ihr könnt auch Putenfleisch nehmen, das ist auch ganz gut, zart. Das andere Fleisch, das weiß ich nicht, habe ich noch nie gegessen. Das wissen diejenigen, die damit arbeiten, ob das zart ist oder ob das schnell gekocht wird, keine Ahnung. So, genug geredet, wir gehen rüber. So Leute, es geht weiter. Wir haben unseren Topf hier schon fertig. Auf höchste Stufe erstmal stellen. Ich mache das immer ohne Öl, erst mal ein bisschen anbraten, dann kommt gleich noch Öl hinzu und dann gekochtes Wasser. Das wird aufgekocht. Deswegen machen wir das hier, was wir jetzt im Moment machen, als erstes. In der Zeit, wo das gekocht wird, wo das Fleisch zart wird, können wir dann nämlich die Köfte machen. Ne? Alles schön Step by Step, wie man so schön sagt, dann gelingt das immer. Was nützt uns das, wenn wir jetzt schon Köfte gemacht haben? Die werden auf der anderen Seite zu trocken und also Zeitverlust.
Und wenn ihr das mit Salsa macht zum Beispiel, dann kann hier noch, aber da mache ich ein separates Video am besten, sonst kommt ihr durcheinander. Wir bleiben heute bei Joghurtköfte mit Joghurt und das andere mache ich dann später irgendwann mal, wenn ich Hunger wieder darauf habe, die andere Variante. So, die ersten Fettstückchen, die an dem Fleisch dranhängen, die lösen sich jetzt schon. Deswegen bratet er jetzt schon so langsam in seinem eigenen Fett. Das mache ich immer. Manche, die tun erst Öl rein, dann das Fleisch. Ich habe das so gelernt. Ich mache das so. Dann bratet er sozusagen in seinem eigenen Saft. So sieht es aus. Wenn er dann angefangen hat, so ein bisschen schon zu brutzeln, dann können wir Pi mal Auge, ich habe da kein Maß, einfach so ein Augenmaß. Ihr könnt erstmal nur ein bisschen Wasser sage ich schon, Öl nehmen, weil ganz zum Schluss wird ja sowieso nochmal Öl auf die Joghurtsoße draufgegeben. Aber wir können jetzt schon so ein bisschen Salz, ein Teelöffel reicht erstmal. Und später wird alles dann nochmal abgeschmeckt. Auch nicht so lange braten, dass sie richtig so schwarz werden oder so, bis jedes Fleischstück seine Farbe geändert hat. Das reicht im Prinzip schon, weil das wird ja gleich gekocht. Es gibt noch eine Variante, ihr könnt zum Beispiel anstatt Gulasch auch mit Knochen, diese, wisst ihr doch, Suppen, Knochensuppe, mit Knochen dieses Fleisch, Suppenfleisch, so heißt das, damit machen und das Wasser von den Knochen natürlich verwenden, das schmeckt auch ganz gut, aber ich habe mich jetzt mal für diese Variante entschieden. So, alle haben jetzt gleiche Farbe. Wichtig ist auch, dass an dem Fleisch die Fettstücke auch so richtig schon hier zergehen. So, das ist fertig. Deswegen habe ich ja hier auch schon vorgekochtes Wasser. Das kommt jetzt hier einfach hier rein. Pi mal Auge, das wird nachher noch angereichert mit Joghurt. Das reicht erstmal. Dann Deckel drauf und den können wir dann einfach so kochen lassen. So, Deckel drauf und gut ist. Dann brauchen wir so einen Behälter, einen Topf oder so ein, was ich jetzt hier habe oder aus Plastik. Und wenn ihr keine Küchenmaschine zur Hand habt, könnt ihr auch hier so ein, ich weiß noch nicht mal, wie das Teil hier heißt, hier so ein Reibedingsbums. Dann haben wir die eine Zwiebel, die wir hatten. Die werden hier ganz fein hier so gerendert. Geraspelt oder wie heißt das? Schreibt das mal in den Kommentaren, wie das heißt. Ich bin jetzt zu faul, um zu googeln. Aber am besten ganz fein machen. Wenn so große Stücke sind, nochmal rausnehmen. Und nochmal hier durch. Der hat hier oben ja noch was ganz Feineres. Damit geht es vielleicht noch besser. Diese großen Stücke könnt ihr dann rauslassen. Wichtig ist, dass Zwiebeln da drin sind. So, unser Fleisch ist da schon am Kochen. So, die großen Stücke brauchen wir nicht. So sieht schon gut aus. So, fertig. Das reicht. Es geht weiter, Leute. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier so ein großes Glas Weizengrütze, ganz feine Bulgur Simit für Köfte.
Dann habe ich ein halben Glas, das sind die gleichen Gläser, nur die Hälfte enthalten. Irmik, das hatte ich ja vorhin schon versucht, euch das zu erklären. Grieß, Maisgrieß nennt sich das. Und dann habe ich hier ganz normal Mehl. Das kommt dann peu à peu dann später hinzu. Wir tun jetzt erstmal unser Weizengrütze hier rein, auf die Zwiebeln drauf. Dann unser Irmik kommt auch hier drauf. Das erstmal noch nicht. Und dann kommt gleich unser heißes Wasser ins Spiel. Ja, und einen Löffel brauchen wir natürlich noch. So, der wird dann hier erstmal so vermischt. Wenn ihr mehr machen wollt, könnt ihr natürlich dann doppelte Gläser nehmen. So. Das ist ungefähr ein halben Glas, also nicht allzu viel auch dazu tun. Aber auch wenn zu viel Wasser sein sollte, ist nicht schlimm. Deswegen ist dieses Mehl da. Damit wird es dann nachher, wenn alles fertig ist, schön vermengt. Das wird nachher zu einem Teig. So müsst ihr euch das vorstellen. Unterrühren kann man das dann so ein bisschen warten, dass der Bulgur und Irmik, also Grieß und so, sich richtig so ineinander eingreifen. Das könnt ihr auch so, als ob, wir müssen so nachher sowieso mit der Hand da dran, aber das ist schon mal die Vorstufe dazu, dass man das hier so machen kann. So, und dann kommt jetzt noch ein Ei hinzu, komplett mit Eiweiß, mit Eigelb, mit alles dabei. Einfach mal mit da rein, einfach zur Seite. Der wird jetzt hier auch noch mal rein verquirlt. Jawohl. Ja. Das lassen wir jetzt so 5 Minuten, 10 Minuten so stehen. Der wird gleich noch mehr dick. Seht ihr, der war am Anfang nicht so viel, der wird gleich nur ein bisschen mehr sein. Vielleicht habe ich auch schon zu viel genommen. Das sehen wir nachher. Aber mehr Köfte drin ist natürlich ganz gut. So. Ich melde mich gleich wieder, wenn der so ein bisschen ausgeruht hat. Dann können wir den nämlich kneten. Dann mache ich schon mal hier meinen ganzen Schmuck und so hier ab. Soll ja auch richtig appetitlich und sauber alles werden. Es geht weiter, Leute. Wir tun da jetzt 1 Teelöffel Pfeffer. Dann brauchen wir 1 bis 2, am besten 2 Teelöffel Salz. Und das war es eigentlich auch schon an Gewürzen. Wenn ihr wollt, könntet ihr theoretisch ein bisschen Salsa hinzutun, müsst ihr aber nicht. Damit es ein bisschen rot ist, können wir auch noch ein bisschen Salsa rein tun. Jetzt habe ich die schon rausgetan. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne, wenn ihr das weiß lassen wollt, könnt ihr auch weiß lassen. Ansonsten so. Jetzt habe ich die Hände auch gewaschen. Das stört hier nicht. Jetzt wird das so richtig wie Köfte geknetet. Ja? Das wird jetzt wie ein Köfte zu einem Teig geknetet. Das muss ich hier mal ein bisschen so machen. Wenn ihr merkt, es fängt so langsam an, dann könnt ihr so ein bisschen Mehl hinzugeben. Und wenn Mehl mit Wasser und so zusammenkommt, dann der hält auch dann später die Köftes. Das wird nachher richtig so schön fertig gemacht. Wenn ihr merkt, der wird zu trocken, ja, einfach mal richtig so wie Köfte eben halt gemacht wird, dann merkt ihr auch schon, dass er so langsam anfängt zu halten. Aber da muss noch ein bisschen noch mehr Mehl rein. Und ich habe hier noch heißes Wasser, so ein bisschen heißes Wasser noch, warmes, sonst hätte ich mir jetzt ja schon die Hand verbrannt. Und nochmal so richtig durchkneten. Ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber wenn es dann fertig ist, schmeckt es auch dementsprechend lecker.
So, das wird jetzt maximal so 10 Minuten. Ich will euch jetzt 10 Minuten nicht auf die Folter spannen hier. Ich melde mich, wenn ich das hier alles fertig habe und wir anfangen können, die Köfters zu rollen. Bleibt dran! Es geht weiter, Leute. Wie ihr sehen könnt, ist unser Teig, sage ich mal, schon fertig. Ich habe jetzt hier ein bisschen Pflanzenöl getan. Brauchen wir nachher für die Finger, damit das nicht klebt. Dann könnt ihr hier, ich habe mir jetzt so ein Backblech genommen. Ihr könnt natürlich auch irgendeine andere Form nehmen oder einen Teller großen, wenn ihr habt. Da werden gleich unsere Kügelchen aufgefangen. Dann nehmen wir hier so ein bisschen Mehl, damit die nicht untereinander sich verklumpen und verkleben. Ja, deswegen habe ich hier eigentlich auch schon Backpapier genommen, damit das nicht klebt, aber auch untereinander, damit sie sich nicht, wenn sie sich berühren, nicht aneinander kleben. So, so viel dazu. Dann bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Wir nehmen so ein bisschen Öl in der Hand. Dann nehmen wir mal hier so einen Strang. Wie ihr sehen könnt, das ist schon wie Köfter geworden. So muss es sein. Ja, wenn das so ist, dass er nicht auseinander geht, dann ist es richtig. Also stückchenweise verteilen. Aus denen werden gleich Kügelchen geformt, Leute. Versuchen alle gleichmäßig zu machen. Der ist zum Beispiel zu groß geworden. Hier, der ist gut. Der ist auch ein bisschen zu groß. Die ersten, da werdet ihr noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Aber erstmal vorher gut kneten. Zack, zack. Jetzt zeige ich euch mal 1, 2 Stück, wie das gerollt wird. Und dann rolle ich das alles. Und sonst wird das Video ja richtig lang. So, wieder Öl ein bisschen an der Hand. Bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Dann wird das hier einfach hier so, wie letztens, wie wir die Köfter gemacht haben, versuchen rund zu machen. Ja, wie sieht's aus? Super, einfach mal dahin. Und dann aber erstmal vorher richtig kneten. Ja, so dass sie so rund werden. Natürlich die richtigen Hausfrauen, die machen 2 Stück auf einmal. Mal gucken, ob ich das auch kann. Die tun so 2 Stück auf eine Hand, dann rollen die so 2-mal. Ey, ich kann es auch. Ne, guck mal. 2 Stück gleichzeitig und direkt da rein. Und das gleiche noch einmal. Beide hier rein und rollen. Wichtig ist, wie gesagt, Öl. Zack. Ich mache das soweit alles fertig. Das macht mir Spaß. Ich mache mal noch ein paar. Wenn einem das gut gelingt, dann macht einem das natürlich Spaß. Wenn ich alles hier soweit fertig habe, dann gehen wir weiter. Nächsten Schritt. Auf der anderen Seite kocht schon unser Fleisch. Ich will gar nicht mehr aufhören. Wenn ihr natürlich zu 4, zu 3 seid, könnt ihr sagen, die Töchter oder der Mann, wenn er gerade vom Fernseher ein Bier trinkt oder so. Hey Franz, komm mal her, hilf mir mal. Ja, dann wird das schon klappen. Komm, die letzten Mal. Oh, jetzt Nazar. Jetzt habe ich Auge gemacht für mich selber. So. Einfach mal schön rollen. Und fertig. Bleibt dran, bis das hier alles voll ist. Leute, ich habe da noch eine Idee oder beziehungsweise ist mir was eingefallen, wie meine Mutter das immer gemacht hat. Ich bin noch nicht ziemlich weit. Wir haben da ja schon das Wasser am Kochen, um als Probe zum Probieren, ob die auseinandergehen oder ob der Teig nicht richtig gut geworden ist. Könnt ihr 2 Stück mal da reinschmeißen und bei der Gelegenheit aber noch weitermachen. So nach 10, 15 Minuten, das ist ja heißes Wasser, werdet ihr schon sehen, ob die zusammenbleiben oder ob die auseinandergehen. Wir gucken da jetzt mal rein, ob die gut geworden sind. Ich habe da mal 2 reingeschmissen. So, mal gucken, ob ich die wiederfinde. 2 Stück waren das. Ja, hier schwimmen sie doch. Schaut mal, Leute. Ne? Fest wie ein Flummi, nichts auseinandergegangen oder so. Und hier ist der andere. Ja. Wie ihr sehen könnt, richtig rund. Also das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Der kann noch weiter hier vor sich hin köcheln. Und wir machen da weiter. Und ich melde mich gleich wieder. Wir sind auf dem Weg der Zielgeraden. Wie ihr sehen könnt, ist alles schon fertig gerollt. Aber jetzt werdet ihr fragen, warum sind die größer als die? Ich weiß nicht, wo das herkommt, Tradition oder so.
Man sagt auch, es gibt dieses Essen auch analı kuzulu. Weißt du, das sind die Mütter, das sind die Kinder sozusagen. Und hier drin kann man was verstecken. Ne? Man nimmt eigentlich tierisches Fett, aber ich habe jetzt mal hier Kokosöl genommen. Wenn er hart ist, dann ist er auch so hart. Wir sehen, ich habe mir mal so ein paar Stücke zurecht gemacht. Jetzt wollte ich euch nur zeigen, wie das geht. Einfach mal etwas größer als die anderen, ein bisschen durchkneten. Hier in der Mitte so ein Loch bohren. Dann nehmt ihr ungefähr so ein kleines Stückchen Butter. Ihr könnt aber auch Nüsse oder so hier drin verstecken. Ne? Ich weiß nicht, ob das Tradition ist oder so, keine Ahnung. Dann ein bisschen hier so kneten und dann auch wie die anderen hier so rollen. Ja, dann habt ihr so fertige und überall ist dann etwas drin. Und derjenige, der das auf dem Teller dann bekommt, der weiß ganz genau, oh, wenn ich da jetzt reinbeiße, das ist genau mundgerecht, das kommt in den Mund rein. Und dann, wenn es heiß ist, ist das ja flüssig, dann zerfließt das so richtig im Mund. Ein bisschen Öl wieder hier dran, so ein bisschen kneten, dann wieder rollen. Das ist der ganze Hintergrund. Das wollte ich euch auch nochmal eben halt zeigen. Wenn schon, dann richtig machen, weil es werden ganz viele Leute hier von Antep, insbesondere natürlich mein Vater, das zuschauen, der wird 100% sagen, ja, warum hast du nicht die großen Köftes mitgemacht? So, Baba, jetzt kannst du sehen, dein Sohn, der kann es auch. So, jetzt aber rüber. Es geht weiter, Leute. Wie ihr sehen könnt, ist alles fertig. Hier könnt ihr die so ein bisschen wie letztens bei den Köftes so ein bisschen so rollen, dass jeder so ein bisschen Mehl mit abbekommt. Ja, so. Dann könnt ihr entweder alles komplett so rein, Quatsch, versuchen einzeln irgendwie oder mit Hilfe hier so eines Küchenhelfers die Köftes hier so reinplumpsen lassen. Da dürfte nichts auseinandergehen. Ihr habt ja gesehen bei dem Test, dass sie den Test bestanden haben. Dann jetzt aber auch nicht volle Pulle auf Kochen bringen. Ne? Ganz normal. Deswegen, der kocht jetzt auch nicht im Moment. 10, 15 Minuten. Und dann eins mal rausholen und mal probieren, ob es noch hart ist oder weich ist, aber 10 Minuten, das reicht eigentlich im Prinzip vollkommen aus. Vorher habe ich natürlich das Fleisch mal probiert, ob es zart ist. Es ist zart. Ne, also nicht erst reintun und dann merkt ihr später, oh, das Fleisch ist noch nicht fertig. Ne? Oh, ich glaube, ich habe wieder für 2 Tage gemacht. Ey. Das ist schon ganz schön viel geworden. Ja, kommt plumpst auch noch rein. So, jetzt unsere großen Dinger. Vielleicht kriegen die auch noch ein bisschen hier von dem Mehl noch ab. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Jawohl. So, die lassen wir dann auch hier rein plumpsen. Ja, ist doch ein bisschen zu viel geworden. Das heißt, muss ich die Kinder wieder einladen. So. Ja, ist ein bisschen zu eng, aber egal. So soll es sein. Es kommt dann nachher noch Joghurt rein. Wir können in der Zeit auch schon unsere Kichererbsen, ja, die habe ich gerade Wasser weg, schon so gewaschen. Die kommen auch hier rein. Hier so, das sind 300 Gramm, 240 Abtropfgewicht, ja. Auch mit hier rein. So, und jetzt 10 Minuten circa so köcheln lassen, nicht kochen, köcheln lassen. In der Zeit bereiten wir uns dann die Joghurtzugabe vor. Es geht weiter, Leute. Wenn ihr Essen macht mit Joghurtsoße, dann das, was ich jetzt mache, ist eigentlich im Prinzip immer gleich. Ich habe die jetzt bewusst nicht im Kühlschrank gehabt, weil wir müssen wieder diesen Temperaturaustausch sicherstellen, damit der Joghurt nicht verklumpt bzw. nicht verringt oder wie sich das heißt, vergrinnt. So.
Der wird erstmal schön aufgeschlagen. Das scheint mir ein bisschen zu wenig für den großen Topf. Ich habe dann noch Hälfte hier von diesem Joghurt gehabt. Ist zwar eine andere Marke, aber das ist egal. Jacke wie Hose. Je mehr Joghurt da drin ist, desto leckerer schmeckt es natürlich. So. Der wird jetzt hier erstmal so richtig durchgeschlagen. Hier muss ich jetzt aufpassen, da fängt schon an zu kochen. Da müssen wir aufpassen, dass er nicht zu viel kocht. Wir brauchen jetzt das Wasser, das heiße Wasser. Mit einem Schöpflöffel ist das schnell gemacht. Wir nehmen mit unserem Schöpflöffel ein bisschen heißes Wasser, gießen es hier so rein als Temperaturausgleich. Und der wird dann hiermit nochmal, jawohl, weil Joghurt hat eben halt die Eigenschaft zu verklumpen oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht das deutsche Wort, wie das heißt. Wir brauchen dann noch ein Ei. Der kommt hier einfach hier mit rein und wird auch hier so untergerührt. Ihr könnt natürlich auch einen Schneebesen nehmen, aber Mehmet Oe macht das eben halt mit einem Löffel. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon in den Joghurt auch Salz reintun. Weil da haben wir jetzt ja nur, wenn ihr euch daran erinnern könnt, ganz am Anfang nur ein bisschen Salz reingetan. 1, 2 Teelöffel. Nachher beim Abschmecken werden wir das dann sehen, ob noch mehr gebraucht wird. Und in die Köfte hatten wir ein bisschen Salz rein. Das war's. Im Moment ist das alles noch ohne Salz. So, unser Joghurt ist fertig. Damit wir ganz sicher gehen, tun wir noch einen Schöpflöffel heißes Wasser hier rein. So. So, jetzt haben wir einen schönen Temperaturaustausch gemacht. Und können das gleich langsam, ganz langsam in unseren Joghurt sei schon, in unseren Topf reintun. So, wir gehen wieder rüber auf die andere Seite. So Leute, jetzt der Moment der Begegnung zwischen Joghurt und unserem Wasser. Ich habe den schon ausgemacht, wie ihr sehen könnt. Der ist zwar noch am Kochen, aber ihr könntet jetzt theoretisch auch abwarten, bis es abgekühlt ist. Aber da wir den Temperaturaustausch ja schon gemacht haben, dürfte eigentlich nichts passieren. Jetzt gehen wir unter Rühren, immer peu à peu Joghurt hinzu. Ja, es ist nichts passiert. Sonst hätte man jetzt schon gesehen, dass der Joghurt andere Form bekommt. Wunderbar. So, das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Wunderbar, der ist schon fertig. Jetzt geht es rüber für Nane. Pfefferminz. Wie ihr wisst, haben wir ja noch Pfefferminz gehabt. Der wird gleich dann nochmal hier drauf getan. Ich bereite alles vor und melde mich gleich wieder. Es geht weiter, alles im gleichen Atemzug. Wir haben unser Olivenöl. So viel hinzugeben, bis der Boden wieder bedeckt ist. So. Weil wir hatten ja Öl schon am Anfang mit dem Fleisch reingetan. Deswegen so viel reicht. Den jetzt erstmal warm machen. Hier müsst ihr auch aufpassen, nicht Pfefferminz, also das ist jetzt hier getrocknete Pfefferminz, ja, Nane.
Nicht als erstes sofort rein und richtig anbraten, dann werden die schwarz, dann sieht das nicht aus. Manche Hausfrauen, die tun auch Nane direkt hier rein und Öl da drauf. Kann man machen, aber dann entfaltet er nicht seinen richtigen Pfefferminzgeschmack. Ja? So wie wir das jetzt machen, so wird es eigentlich generell in Antep gemacht. Das ist jetzt die letzte Etappe. Wenn wir das auch hinter uns haben, dann nochmal abschmecken und gegebenenfalls eben halt noch Salz rein. Aber wir haben ja im Joghurt auch schon Salz. Kann sein, dass schon alles in Ordnung ist. Wir gucken mal hier, wie unsere Joghurts, ja guckt, es ist nichts auseinandergegangen oder so. Selbst die großen Dinger, die Ballermänner hier, sind auch nicht auseinandergegangen. Ja, ist mir sehr gut gelungen. Oder uns, ihr wart ja dabei. So, wenn der Öl so langsam so Bläschen schon gibt, dann ist schon ein gutes Zeichen, dass er langsam warm wird. Aber der sollte richtig heiß sein, damit er eben halt in Verbindung mit Pfefferminz direkt seine Wirkung einsetzt. So, das ist schon richtig. Diese Geräusche liebe ich. Wir können ruhig reichlich davon nehmen. Ich nehme jetzt mal hier 1, 2, 3 Teelöffel. Ja, wie ihr sehen könnt, fängt das schon direkt an. Hier einfach nur so ein bisschen so anbraten. Und rein damit. Jawohl. So sollte es sein. Jetzt noch alles hier so ein bisschen so verrühren. Guckt mal, wie schön das aussieht, wenn das jetzt alles in Verbindung... Oh ja. Jetzt entfaltet er erstmal. Den können wir ausmachen hier hinten. Das sieht doch mal gut aus, Leute, oder? Schaut euch das mal an. Eine richtige, schöne Joghurtsuppe. So, jetzt nur noch das Abschmecken. Ich bin selber mal gespannt. Oh ja, das sieht richtig gut aus. Dann nehmen wir mal direkt dieses Stückchen Fleisch mit. Ein bisschen Salz können wir noch rein tun. Ja. Nicht viel. Ein Teelöffel. Und dann kann jeder, wenn noch was fehlen sollte am Tisch, sich etwas reintun. So viel hierzu. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, war ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber es lohnt sich. Wir gehen rüber zum Tisch und werden das natürlich probieren. Herzlich willkommen am Tisch. Wie ihr sehen könnt, ist alles vorbereitet. Ich habe natürlich da schon probiert, schmeckt lecker, aber jetzt nochmal verfeinern, extra für euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr das nochmal verfeinern hier mit so schwarzen Paprika, Pfeffer. Der passt richtig gut zu dieser Joghurtsuppe. Dann natürlich der besondere Moment, so ein Köfte mit Kichererbsen. Die Köfte sind richtig schön hart, also nicht weich, dass sie fast auseinanderfallen oder so. Sie sind richtig gut gelungen. Besonders Fleisch ist richtig zart. Salz optimal. Jetzt natürlich der große Moment mit diesen großen Köftes. Ich freue mich schon darauf, wenn gleich im Mund das Öl zergeht. Ich sag euch, ein Genuss. Ihr könnt da drin, wie gesagt, Mandeln verstecken, ihr könnt da drin alles Mögliche verstecken. Und wenn ihr Gäste habt, die gucken, die wissen ja nicht, dass da was drin ist. Ne? Die nehmen das in den Mund auf einmal, oh, was ist das? Ne? Aber Öl ist das Beste, bevor sie sich die Zähne kaputt machen. So viel dazu. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht. Ich sage immer, schade, dass ihr nicht probieren könnt. Wenn ihr das probiert hättet, ihr würdet das alles aufessen. Aber ihr könnt es natürlich probieren, und zwar wie zu Hause. Einfach mal nachkochen, Schritt für Schritt meine Videoanleitungen beobachten und richtig für Schritt, Step by Step alles machen. Dann habt ihr auch so ein Ergebnis.
Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und ihr werdet es nachkochen. Ansonsten sehen wir uns bestimmt nächste Woche mit einem neuen Video wieder hier auf Kochschule. Oi! Ciao Leute!